Ich glaube, die meisten Leute, die mich kennen, erstmal Hallo an alle Zuschauer, Zuschauerinnen auch zu Hause, wissen eventuell, dass ich dieses Auto habe. Ich hänge das nie so an die große Glocke. Jetzt haben wir uns den angeschaut und dann gehen wir zu Außencheck und dann kommt die Entscheidung, für was entscheiden wir uns, neu oder alt. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist Sonntag, es ist soweit. Ich habe endlich einen Termin mit Sascha. Wir haben uns ungefähr vor 1,5 Jahren kennengelernt. Es fing auch alles an mit einem Ford Mustang, mit einem Fastback damals. Ich bin gerade wie ein kleines Kind. So, seid ihr soweit? Ja, ich bin soweit. Seid ihr? Ich bin soweit. Und er fährt ja auch selber einen Ford Mustang. So, und da haben wir uns überlegt, wie können wir Sascha überraschen? Wir haben uns den 2022er Mustang geschnappt, und zwar den GT, 5,0 Liter, V8 Motor, 450 PS, Cyper Yellow. Und jetzt möchte ich mal gleich von Sascha wissen, hat der aktuelle Ford Mustang noch Charme oder liebt er eher seinen Oldtimer? Was denkt ihr? Wir sind jetzt auf dem Weg zu ihm nach Hause. Solange habt ihr Zeit, das einzutippen. Und wir spielen euch jetzt mal einmal unser Auto vor. So, erzähl mal, wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt zu einem Ort, entführe ich dich, wo ein Auto steht, was eigentlich so also historisch gesehen, wahnsinnig gut zu diesem hier passt. Genau. Ich glaube, die meisten Leute, die mich kennen, erstmal Hallo an alle Zuschauer, Zuschauerinnen auch zu Hause, wissen eventuell, dass ich dieses Auto habe. Ich hänge das nie so an die große Glocke. Ich fahre vielleicht mal im Jahr, da mache ich auch gerne eine Story, weil der halt wahnsinnig gut ankommt. Ja. Aber ich selber habe den Bezug zu dem Wagen so ein bisschen meinem Dad gegeben und mein Vater kümmert sich darum. Okay. Ich selber, Alter. Geil, ne? Wie er selber Zwischengas gibt. Ja. Das ist so geil. Ich habe echt, du kommst bei dem Regen mit so einer Schüssel, ey. Hast du Angst gerade? Ja. Oder Respekt? Ich habe eine Rennlizenz. Ach so. Ja. Aber nicht mein Auto. Ja gut, okay. Was sagst du denn? Also ehrliche Meinung. Wie du fährst? Nein, wie du den Wagen findest. Nach 50 Meter, ja schrecklich, lass wechseln. Leerlauf, Handbremse, wir wechseln. Nein, also bevor es mit Sascha weitergeht, habe ich noch ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr dieses Auto gewinnen. Ein niegelnagelneuen BMW 1er. Was müsst ihr dafür machen? Geht auf die Instagram-Seite von Viveda, folgt denen, schreibt in die Kommentare rein, warum ihr gerade das Auto gewinnen sollt und markiert 3 eurer Freunde. Und dann geben wir am 6.12. bekannt, wer das Auto gewonnen hat. Ich werde mit Viveda persönlich dabei sein, um euch das Auto auszuliefern. Ich freue mich drauf. Weihnachten kann kommen und jetzt geht's weiter mit Sascha. Ich bin nie ein US-Car-Fan gewesen, noch nie. Sage ich so, wie es ist. Okay. Okay? Also was die neueren Modelle anbetrifft und so weiter. Ich liebe so ein Fastback oder die ersten Coupés, die rausgekommen sind. Also alles so bis 69. Stark. Finde ich cool. Aber dann hat Mustang irgendwie die Linie verloren, finde ich. Okay. Und dann kam sie tatsächlich wieder mit, also 2005 war das, wo sie ja sozusagen Retro rausgebracht haben. Ja. Haben sie rausgebracht und damit haben sie sich gerettet, sonst wäre die Marke tot gewesen. Ja? Und seitdem läuft es ja auch wieder und seitdem haben sie ja auch an der Karosse festgehalten. Das sind ja nur noch Modifikationen, nur noch Facelift-Modelle und so weiter. Aber was ich bei Ford extrem cool finde, ist, dass sie sich immer noch an Henry Ford halten, an seinen Slogan. Kennst du seinen Slogan von Henry Ford? Erzähl mal. Sein Slogan war ja immer, ich baue ein Auto auf qualitativ höchstem Niveau, was ich hinbekomme und leistungstechnisch so hoch es geht, aber immer noch volksnah ist und immer noch bezahlbar ist. Und das Auto, was wir jetzt hier fahren, hat einen V8-Motor. 6-Gang-Schaltung, hat alles, was wir Rückfahrkamera, Ledersitze, alles. Über die Verarbeitung kann man sich streiten. Okay, es gibt natürlich bessere Autos, gar keine Frage. Aber das Auto kostet hier ca. 65.000 €. Dafür kriegst du quasi so viel Auto. Ja.
welches Baujahr ist dein Mustang? 68. 68. Warum gerade der 68er Mustang? Warum? Ich bin aufgewachsen mit Bildern im Keller, zum Beispiel bei meinen Eltern, von einem alten Mustang. Ah, okay. Und ich wusste dann entweder 68 oder 67, weil die sich nicht viel nehmen. Ach so, ja, genau. Hab dann auch tatsächlich, ich finde den Markt gar nicht mal so geil. Oldtimer ist ja immer sehr speziell. Schwierig gerade, ja. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Jahre lang gesucht, bis ich fündig geworden bin, weil mir war super wichtig Schaltgetriebe. Ah, okay. Für mich kommt der Automatik auf gar keinen Fall in Frage. Findest einen geilen Wagen, denkst dir, ey, der sieht gut aus. Für mich passt auch alles. Matching Numbers ist mir extrem wichtig gewesen. Ja, Automatik, ja, dann ist er raus. Ja, klar. Und dann ist ja nicht so, dass du am selben Tag noch einen findest, sondern dann musst du einfach warten und geduldig sein, bis ich irgendwann mal einen gefunden habe. Klar. Und der ist mir wirklich heilig. Ich würde alles abgeben, in finanzieller Not, Schwierigkeiten oder andere Geschichten. Aber dieses Auto könnte ich nicht abgeben. Auch weil es mein Vater so liebt. Ne? Das ist ja wirklich mehr mein Vater sein Auto als meins. In solchen Autos liebe ich das Cruisen einfach. Ja, genau. Dass du wirklich einfach so dein Tempo fährst, auf entspannt, ganz lässig, ist egal, was los ist. Stimmt. Also was ich auch noch wichtig finde, wenn du mit so einem Oldie cruise, da muss auch Landstraße, wäre ja blöd, wenn du jetzt auf einmal in 3 Staus steckst, das ist 25 Grad, dann fängt er an zu kochen und so weiter. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Soll ich dir was erzählen? Ist das passiert? Ich bin mit dem Auto schon öfter stehen geblieben als mit einem anderen. Das ist auch eine Hassliebe zwischen dem Auto und mir. Ne? Okay. Also mein Vater bleibt... Der wird es jetzt richtig, der wird zu Hause sitzen und sagen, ja, weil ich es im Blut habe. Kerle, ich habe das im Blut, weil ich fühle das Auto. Du kannst damit nicht fahren, würde er jetzt sagen zu mir. So, irgendwie, ich schaffe das damit einfach stehen zu bleiben, weil der Motor so schnell warm wird, wenn du nicht in Bewegung bist. Du kannst ja in der Stadt nicht geil fahren, außer du hast halt was nachgebaut nachträglich für die Kühlung. Ne? Müssen wir jetzt auch machen, weil das für den Motor sonst irgendwann auch mal kritisch wird. Stimmt. Du bist wirklich am besten auf der Landstraße, oder ja, ein kurzes Stück vielleicht auch auf der Autobahn, einfach, dass der Wagen den Motor kühlen kann, weil das halt einfach, der wird so warm. Ey, 65.000 und ich habe hier halt einfach einen V8 unterm Arsch. Du hast einen V8, 6-Gang-Getriebe, was sich auch mega cool schalten lässt, finde ich. Voll. Also kurze Schaltwege, tak. Ja. Es gibt dir sofort so ein Sportwagengefühl. Ich bin ja heute Morgen von München damit hierher gefahren, war auch auf der Autobahn total easy, alles super. Hat die große Soundanlage, die B&O Musikanlage drin, ist auch super, also mehr brauchst du nicht. Du hast hier alles. Versuchst du sogar mir das Auto zu verkaufen? Nein, ich weiß, das werdet ihr alle reinschreiben, Hami hängt wieder den Verkäufer raus. Nein, ich sage nur das, was ich denke. Geil. Hast du? Ja. Habt ihr? Yes. Arminia Bielefeld, wir lieben dich. 3. Liga, Alter, so ein Scheiß. Ja. Scheiße. Aber wir haben fast DFB-Pokal raus, weiß ich auch. So, jetzt sind wir hier. Wir sind da. Hier sieht man schon mal schön ein Fastback. Kennst du die Geschichte von Fastback? Nee, aber du erzählst sie mir hoffentlich. Ich will echt nicht jetzt einen auf Klugscheißer machen. Ey, du musst. Aber ich sag's euch. Ford hat ja erstmal, es gab ja nie einen 4-türigen Mustang. Das war ja dann Coupé in dem Sinne oder Cabrio. Und dann hat Ford gedacht, okay, komm, wir bringen mal was Sportliches auf den Markt. Dann haben sie den Fastback gebracht. Und dann haben sie ganz schnell gemerkt, nach ungefähr 2 Jahre Bauzeit, ey Mist, die Amis wollen das Auto gar nicht, weil die hinten keinen Platz haben, weil die nicht hinten mit 8 Leuten sich reinsetzen können und weil die nicht so einen riesen Kofferraum haben. Dann haben sie die Produktion wieder eingestellt und deswegen ist das bis heute die Karosse, die am wenigsten produziert worden ist. Das ist der Fastback und deswegen auch der teuerste. Ah, okay. Genau. So, Alter. Krass. Nein, echt. Nein. Ja. Ey, wer zu Hause sitzt und sich denkt, ja, mit Klugscheiß, das sind ja genau die Informationen, die wir haben wollen. Ja, aber das ist so. Also am liebsten, komm, denken wir ab, Mann. Am liebsten würde ich hier haben wollen, das ist nur mein Wunsch, dass du im Frühling kommst, wenn man auch fahren kann damit. Ja. Und wir eine Runde fahren, du fährst und erzählst mir 1 Stunde lang was darüber. Ja, machen wir. Also im Frühling fahren wir noch mal eine Runde. Ja. Okay, machen wir. Definitiv. So, jetzt decken wir mal ab. Ey, der macht so spannend. Unglaublich. Hast du ein Ritual, wie du dein Auto abdeckst? Gar nicht. Mein Vater bestimmt, aber ich nicht. Die Farbe ist ja mega. Alter. Krass. Also, es gibt 2 Sachen, die ich an dem Ford Mustang Fastback, gerade 67, 68er, total feier. Okay? Das ist ja der 68er, der hat hier nicht mehr diese heftigen Lufteinlässe. Genau, nicht die 2 einzelnen. Genau. Der wurde ein bisschen ruhiger, sagen wir mal so. Ja. Aber trotzdem haben die was gemeinsam. Und eine Sache finde ich mega cool. Weißt du was?
Ne? Und er ist ja auch mega lackiert. Ja. Eine Sache, was ich feiere, sind die Blinker hier vorne. Ja. Das ist so geil. Wahnsinn. Das ist mega. Du blinkst, dann hast du drin kein Pfeil mehr, sondern du siehst drin, ob du blinkst, rechts oder links, siehst du hier in deine Motorhaube. Das ist geil. Weißt du was, aber jetzt eine Sache müssen wir machen, weil sonst killt uns meine Community. Den Wagen starten? Weiß ich nicht, wenn er startet, auf jeden Fall. Wenn nicht, auf jeden Fall uns den Motor anschauen. Alter, wir haben hier einen V8. Der startet aber. Der startet? Ja, ja. Dann lass uns das den Motor anschauen und danach versuchen wir, ob er angeht. Aber ich meine, er geht an. Ich weiß es auch nicht. Aber Sascha wird rot. Sascha wird rot. Nein, der geht an. Ich bin mir sicher. Ich setze auf das Auto. Okay, ja, komm, mach. Ich sag dir, also bis jetzt ist nur einer neben meinem Vater das Auto gefahren. Das war Mojima für ein Video. Ah, cool. Du wärst der Dritte, der fährt. Geil. Aber es ist halt einfach ein anderes Gefühl hier drin. Ne? Der Geruch auch, wenn du siehst, wie die Tür aufgeht. Ja, so genau. Und alles so schön. Hier auch alles fein verarbeitet. Ne? Auch hier ist es kein Plastik. Das darf man ja auch nicht vergessen. Heutzutage würden sie Plastik verbauen. Aber okay, damals war natürlich CW-Werte und Gewicht alles völlig egal. Ich will nicht wissen, alleine was die Chromstoßstange hinten und vorne zusammen wiegen. Das ist schon jetzt ein Frontschürze von einer G-Klasse. So, okay. Wie mache ich die Motorhaube für dich auf? Ringe ausziehen. Genau. Ja. Ah, da ist er. Jetzt hat es klack gemacht. Da ist er. Das ist der V8. Das ist ein Motor. Guck dir das mal an. Aber du hast schon einen Alukühler. Weißt du, siehst du das? Oh, stimmt, der wurde nur eingebaut. Aber wir brauchen noch einen Ölkühler. Ölkühler brauchst du noch am besten. Ja, genau. Da verliert er ein bisschen an Leistung, aber das ist egal. Ja, hier, wenn ich über 3000 Umdrehungen drehe, Hamid, dann weiß ich auch nicht, was passiert ist. Also ich fahre wirklich nicht über 3000. Okay. Und der braucht, komm, jetzt kannst du den Motor ja starten. Dann können wir mal in den Motor reinschauen. Heutzutage ist ja auch nur noch so eine Platte rauf, so eine Plastikplatte rauf. Da siehst du vom Motor nicht mehr. Und hier siehst du alles vom Motor. Ich habe außerdem 2 Ringe abgezockt. Ne? Oh, jetzt geht's los. Jetzt hört man was. Ja, lass mal ein bisschen Benzinpumpe laufen. Habe ich, ja. Aber der geht immer an. Alter Schwede! Ist das krass! Alter! Oh, guck mal, wie sauber der läuft! Ja. Der läuft ja mega! Unglaublich! Krass! Boah! Es riecht auch so genial hier! Genial! Geil! Das ist so geil! Auch hier die Beleuchtung, alles perfekt! Alter Schwede! Ja, so muss sich ein Auto anhören. Ey, ich sag's dir, Hamid, deswegen, ich kann dir nicht so oft, also ich kann das nicht in Worte beschreiben und ich kann jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, sich das mal zu wünschen als Fahrt, aber dieses Auto, sich dann auch nicht darin zu verlieben, ist schon sehr schwer. Ja, definitiv. Deswegen, mir ist das Auto super heilig. Mega. Und viele gehen ja direkt raus oder auch YouTuber ist ja Sportwagen somit das Wichtigste und ich bin da auch nicht unschuldig, was Sportwagen betrifft, aber wenn ich mich entscheiden müsste für ein Auto oder Traumauto, wenn Leute auch im Chat fragen, im Livestream, ich habe das größte Privileg, was man, also mitunter, ich habe mein Traumauto. Das ist das Auto, geil, mit dem ich immer gehen würde. Das ist geil. Von der Form bis zum Sound, bis zu der Ehrlichkeit. Das Auto und vor allem, wie lange hast du das Auto jetzt schon? Circa? 6 Jahre. Nach 6 Jahren, dass du nach 6 Jahren immer noch so denkst. Das ist ja das Geniale. Ne? Also ich würde sagen, nächster Step. Jetzt haben wir uns den angeschaut und dann gehen wir zu Außencheck und dann kommt die Entscheidung, für was entscheiden wir uns? Neu oder alt? Ja, ey, bleibt dran, seid gespannt. Auflösung kommt am Ende. Genau. Für was entscheiden wir uns? Genau, alles klar. Bis gleich. Aber bist gut gefahren, Sascha. Ja, ich habe nicht einmal abgewürgt, möchte ich noch an der Stelle sagen. Ich habe, also Schaltgetriebe habe ich drauf. Ja, hast echt drauf. Ja. Ich hab mich ja so gefreut, als ich gehört habe, dass es ein Schalter ist. Ich hätte nie gedacht, dass du dich mit Schalter so auskennst. Das ist eine Attrappe, ne? Ja, das ist eine Attrappe. Ja, immer gucken. Wie auskennen? Ja, also so, es gibt ja kaum mehr welche, die Schalter fahren. Die fahren ja alle nur Automatik. Ich glaube, die meisten machen wahrscheinlich doch noch den Führerschein, kann ich mir vorstellen, auf Schaltgetriebe. Stimmt. Weil du brauchst ja nur ein paar Stunden, meine ich. Irgendwie sowas gibt es da. Stimmt. Bin mir aber auch nicht sicher. Aber ja, Automatik unschlagbar.
unschlagbar. Auf jeden Fall. Zurzeit, das ist ja keine Automatik mehr, das ist ja Doppelkupplungsgetriebe. Ja. Ist ja schon fast sportliches Fahren. Ne? Das ist ja. So, erzähl mir mal was. Wie gefällt dir das Auto außen? Also, wir haben ja dein Auto uns angeschaut. Ja. Was fällt uns vorne sofort auf? Was uns vorne sofort auffällt, der Mustang. Ja. Groß. Ja. Klar. Ja. Aber noch eine markante Sache, die du hast. Die Motorhaube? Die für Charakter spricht. Du meinst hier die Wellung in der Motorhaube? Nein. Für den Charakter? Uns fehlt diese Chromstoßstange, dieses Chrom, das meine ich. Ja, safe. Wie viel 68er Mustang du als also du liebst ja dein Auto, das haben wir eben gespürt. Ja. Wie viel siehst du jetzt hier drin? Gar nichts. Das ist es ja. Gar nichts. Okay. Nichts. Das ist knallhart, Alter. Nichts, ja, den Mustang vorne auf der Haube, aber das ist ja ein ganz anderes Auto, ne? Schauen wir uns mal den Motor hier an. Bei dir haben wir uns ja Motor angeschaut. Lass mal anschauen, das ist eine gute Idee. V8-Motor. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob Sascha Hellinger die Motorhaube aufbekommt. Bei seinen Mustern ging es ganz schnell. Da war nur ein Griff und da kam er auch gar nicht. Oh, hat er. Oh, jetzt mal, warum ist der denn locker? Sag mir nicht, der hat einen Stab, oder? Warte, der hat noch einen Stab. Ja, deswegen ja. Henry Ford hat ja immer gesagt, ich baue Autos, die immer bezahlbar bleiben. Und die Haubendämpfer, die haben nicht mehr ausgereicht. So, jetzt. Also, ihr seht, es ist Herbst. Ja. Das kannst du auch so schön reden. Ja. Guck mal, die Filter funktionieren sehr gut. Geil. Da geht kein Laub rein. Nee, null. Geil, ne? Super. Ey, funktional. Aber man hat deinen Motor gesehen, V8, schön, du konntest alles sehen, alle Kabeln sehen, du hast einen Luftfilter darauf gesehen und so weiter. Es ist zwar lächerlich, was wir jetzt machen, im Vergleich zwischen 68 und 223. Ich möchte nur wissen von dir, du als leidenschaftlicher Mustang-Fahrer, ob der überhaupt für dich in Frage kommt. Ob das tatsächlich so ist die Ford-Philosophie aufgegangen, ja oder nein? Das ist jetzt natürlich eine Frage für jemanden, der wirklich mit dem Auto viel über Bilder auseinander sich gesetzt hat und von der Technik gar nicht so viel weiß, leider. Eine sehr krasse Frage. Ich kann dir nur dazu sagen, dass selbst wenn ich jetzt hier reinschaue, meine Meinung sich nicht ändert. So, okay. Ne? Die Technik könnte jetzt ehrlich gesagt auch in dem 68er drin sein, solange ich die Form habe und die Emotionen und den Vergleich mit den Bildern von damals, löst es halt in mir jetzt eher was aus. So, weißt du, es gibt auf jeden Fall Leute, die haben technische Ahnung, die sagen jetzt direkt hier, wenn die da reinschauen, ich sehe direkt das und das. Okay. Natürlich, hier sieht man vielleicht sogar noch mehr als bei manch anderen Autos. Ja, okay. Aber das holt mich jetzt auch nicht ab. Soundcheck? Soundcheck. Ja. Da nicht mal so geil. Da, ich finde, wenn du so... ich finde, wenn er einfach nur das Standgas hat, finde ich, klingt's geil. Ah, okay, dieses so richtig Gas findest du nicht so gut. Nee, überhaupt nicht. Holt mich nicht ab. Fand ich ja auch, bei meinem Mustang habe ich ja auch kurz nur angetippt. Ne? Man denkt immer nur sofort, yo, weil das so laut wird, dass ich irgendwo oben bin. Das ist ja gar nichts, ne? Das ist nur kurz antippen. Okay. Aber Standgas ist, wenn der Wagen da geil klingt. Ja, das ist das A und O. Ne? Und der wirkt nicht too much. Der wirkt einfach so, wie ein Mustang für mich klingen muss. Ja. Er klingt immer noch wie ein Ami. Ja. Okay? Ja, der blubbert hinten raus, als wenn du in Hamburg, sagt man ja immer die Kutterfahrten, die Barkassen, da blubbert es auch. Und so ähnlich ist es hier auch. Also Fazit für heute, wir beide bleiben bei dem 68er Oldtimer. Was für eine Überraschung. Sascha, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Kommentiert gerne, wo ihr seid. Sagt, genau. Ich würde es auch geil finden, wenn Leute wirklich schreiben, ey, ich bin bei dem Neuen, weil das und das und das. Auf jeden Fall, klar. Es ist immer, entweder bist du Oldtimer-Fan oder du bist kein Oldtimer-Fan. Es gibt nichts dazwischen. Ja. Das ist einfach so. Schreibt das in die Kommentare rein. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Vielen Dank für deine Zeit. Hey, danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass es nochmal geklappt hat. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.